So, weiter geht's mit Genshin und yay, wieder Stream, Klappe Zhongli, wieder Stream und Aufnahme zugleich. Ja, Dienstagabend, 20 vor 7. Ich mach bis maximal 10. Wenn überhaupt bis 10. Muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich auch nur bis Viertel nach 9. Ja, aber erstmal werde ich jetzt heute nicht in der Wüste rumrennen. Ich will jetzt erstmal das Event machen. Und dann habe ich das hinter mir und dann kann ich mal gucken. Auch wenn es eigentlich verschwendete Zeit ist, das Event jetzt zu machen. Aber ja, machen muss ich so oder so. Und wenn es ruhig ist, ist es umso besser. Die Stream-Alerts sind gemutet, damit wir die nicht irgendwie in die Cutscenes jetzt rein grätschen und das sollte passen. Ich habe diesmal keinem vorher Bescheid gesagt. Flo merkt es wahrscheinlich von alleine. Und Säbel habe ich gestern mehr oder weniger gesagt, dass ich heute gegen 7 ungefähr anfange. Wenn überhaupt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich heute was machen würde, wäre gegeben. Von daher, passt schon. Und was extrem geil ist, was ich heute Morgen mitbekommen habe, ist, es gab eine Mail von Hojo als Information zum Stream-Event. Und ja, es war sehr schön zu sehen oder zu lesen. Wenn man explizit auf Leaks eingeht oder zeigt, dann kann man ausgeschlossen werden. Ich denke mir so, wait a second, ich habe für ungefähr eine halbe Minute Honey Impact eingeblendet. Und was hatten sie noch? Was hatten sie nochmal geschrieben? Es muss die ganze Zeit quasi in der Genshin-Kategorie gestreamt werden und es muss die UID zu sehen sein. Ich denke mir so in dem Moment, ja, schon mal was von AFK-Screens gehört, aber gut. Naja. Vielleicht werde ich mal irgendwann noch so arbeiten, dass im AFK-Screen unten rechts noch dann das Gameplay weiter ist und oben links dann halt der normale AFK-Screen. Irgendwie sowas. Aber gut. Vielleicht sogar der Chat, damit ich den Chat dann im AFK-Screen nutzen kann, wenn ich irgendwie irgendwas schreibe. Oh mein Gott, das ist die Idee. So, ich stehe jetzt übrigens gerade hier in Monster, Mondstadt, whatever rum. Denn in ein paar Sekunden müsste eigentlich jetzt gleich die Quest losgehen. Hoffe ich, denke ich. Ich stehe aber schon lange noch eigentlich rum Time. Wirklich. Oh Mann. Ich habe mich echt eingeloggt nach 12 Uhr. Heute. Interessant. Na gut, dann halt. Zeit vorspulen. Gut. Das war knapp. Ich werde übrigens auch jetzt darauf achten, dass ich wirklich, wenn ich Events spiele, mittendrin dann nur ein, zwei Kommentare vielleicht abgebe, wie sonst, wenn ich aufnehme und nicht auf den Chat in dem Moment eingehe. Oder nicht länger zumindest. Gut. Hallo, die Damen. Achso, es wird nicht automatisch getriggert. Interessant. Kann ich zuerst cool. Ist egal, wen ich anspreche, oder? Ja. Hey, we're here! Traveler, Paimon, great timing. We got a lot of letters in the mailbox, and I just finished sorting them into 4 groups. Nice work! Well, the real work hasn't even started yet. Which batch of letters should we read through first? Wehe, ich muss das selber lesen. Windblume Festival Part 3, Joy Above the Clouds. Above? Egal, so. Take a look at the clue board. Nö, erst will ich mit euch reden. Hey, we're here! Traveler, Paimon, great timing. We got a lot of letters in the mailbox, and I just finished sorting them into 4 groups. Wiederhole ich jetzt gerade die Sequenz? Well, the real... Wirklich? Okay. Read letters about a flower that is not of this world. Oh, nö. Ich muss echt selber lesen. Oh, fuck this shit. Clueboard about a flower. Das hätten sie auch vorlesen lassen können. Oh, Mann. About a flower that is not of this world. Read Hanaris letter. Und auch noch so viel. Oh, nö. After our conversation the other day, I went over the prophecy wording carefully. A flower that is not of this world sounds more like a logical paradox
Think about it, if a flower is not of this world, its existence cannot be perceived. However, if it can be perceived, it will not fit the description of the prophecy. As such, my view is that the riddle's answer doesn't have to be be a real plant. However, I must also note with all due respect that the person who came up with this riddle may not know all the plants in the world, and I'd dare say that no one could make such a claim. From this perspective, you could even think of some rare plants as potential candidates for the answer. Okay. Albedo's letter. A flower that is not of this world doesn't sound like an existing species or something created through specialized cultivation techniques. With that noted, I believe we should think out of the box. After reviewing what I've learned over the years, I have now reached a conclusion. Sucrose also came to discuss her thoughts with me. She hasn't yet decided on an answer at the moment of me writing this letter, so I won't be revealing my own conclusion right now. We can discuss it in detail when we meet, and I hope everyone else will bring their respective answers too. I'll see you then. Read Sucrose's letter. It feels strange to insert a letter into the mailbox that I made myself, but I did find my answer. At first I thought that the flower created using alchemy would constitute one that is not of this world, according to the prophecy, but after giving it some more thought, I realized that instead of creating an actual plant, a flower-shaped mechanism made of alchemical products might fit the description better. So I arrived at my conclusion, a clock in the shape of a flower. A clock in the shape of a what? The long passage of life brushes past the... Oh, hätte ich vorhin auch noch den anderen Brief scrollen können? Maybe. The long passage of life brushes past the timepiece, leaving fluttering petals in its wake. The lapsing years stare up the leaves, pushing the needle of time forward. Aha. War hier noch was? Achso, ja gut, I see you then, Albedo. Tanari hatte auch noch... Oh, Tatsache. Oh mein Gott. Attached is a list of rare plant species. I've added a short description to each entry and I hope you can find your answer within them. Message to you, Tainari. Okay, good. Read our letters. Read letters about a guide who will never get lost. Oh, read Mona's letter. No one can confidentially say that they will never get lost, but as long as their wish to guide and help others does not waver, they will become a ship that can traverse the waves eternally. I didn't perform any divination before writing this letter, but I have a feeling that I will witness the truth behind the prophecy together with you all. Yeah, ist klar. So if you need me, just call on me at my place. I'll be there. Read Bennett's letter. I've been thinking about this for a long time before you came to me with this prophecy. It never even crossed my mind that I could be a part of this. Well, as you all know, I'm probably the last person you'd think of when it comes to guiding others. I still have a long way to go, and I'm still trying to figure out how to peacefully coexist with everything in this world. But if you're asking me about who can be of help, my friend Fischl and her friend Mona. Yeah, okay, yeah, nee. The astrologists are both very knowledgeable and brave. Fischl und knowledgeable? Ja, ich will nicht sagen, sie ist dumm, aber sie hat halt einen Knacks. And brave. I'd say they're probably the ones you're looking for. And that's my answer. Wishing you all good luck. Stimmt, wir haben noch keine Fische getroffen bisher im Event. Jeden aber Fischl nicht. Amber's letter. Guide is the granted title for me, but I'd love to be everyone's friend. It's something I think I'm good at, and I'm an attentive listener. So let me know when you feel lost. To use an analogy, I'm like a torch out in the wilds that will help illuminate everyone's path so long as it continues to burn bright. Everything written below is not meant for Cole. Dear Cole, if you're reading this, please turn away. Wow, I've been worried about Cole lately. She's recovered from the illness, but she still doesn't look all that cheerful. It feels like she still has things she can't let go of. Allow me to write down my wish here. I hope that Cole can uncover the secret behind the prophecy and find happiness wherever she is and whoever she becomes. I'll always be her friend no matter what. We're not the savior and the saved, but simply good friends. Mikas letter. Ach, Mika darf dabei sein, aber Fischl nicht, ist klar. I hope this letter finds you all well. I didn't expect to be asked such a question, which caused quite a headache at first. I only know how to guide people in the geological sense, but on the journey of life, I'm still a lost kid who needs the guidance of others.
but upon seeing your question, I immediately knew what I can help with. I tried drawing a map showing vegetation distribution for Mount Tainari, genau, for Mr. Tainari and Miss Coley, as well as dragon spotting calendar for Mr. Sino. Both are attached below. In the next few days I will need to patrol with the captain and draw maps for Miss Lisa. I can only support you with my well wishes. My apologies, please forgive me. I hope the map and the list will be of some help to you. Mika. Read other letters. Read letters about one who would never lie. Read Sino's letter. You are correct to assume that I seldom lie. This has to do with my upbringing. As a desert dweller who has been living within the academia since my childhood, my unusual identity makes it hard for others to trust me, and it would have been harder still if I was not honest. As a result, I learned to talk less and speak no more than what is necessary. Uncovering the secret behind the prophecy may come with its perils. If you need someone who would never lie, I can join you. Sino. Read Rosaria's letter. I must make one thing clear first. I am not someone who would never lie. After hearing your question, I thought about many things in the past in earnest and recalled many occasions upon which I lied. I often make up excuses to avoid core practice. I also tell white lies, too. Sometimes to make myself happy, and other times to allow myself to give up on some struggles. The nicest lie I've ever come up with is the one I told Vaka, that I didn't want to stay in Mondstadt. Vaka responded with another lie, and that was his... what? Okay, das ist interessant, Lorebombe. The nicest lie I've ever come up with is the one I told Vaka that I didn't want to stay in Mondstadt. Also will sie hier bleiben. Wer war Vaka jetzt nochmal? Scheiße. Das war der Typ von hier Mikas Kompanie, oder? Das war der Favonius-Dude, genau. Vaka responded with another lie, and that was his advice to me. Your current abilities are not suited to life beyond Mondstadt's borders. Warte, sie will nicht da bleiben und er sagt, sie soll nicht verlassen. Weil sie da bleiben will und er sagt, sie kann aber raus. Okay. It can't be the answer to this question, but I suggest you consider what never lying actually means. Does it mean to never deceive or to never lie with ill intent? It's a pity that I'm not the one you are looking for, but I believe that someone who meets your currents will turn up. Good luck, Rosaria. Aha. Okay, also Vaka und Rosaria haben irgendwie was am Stecken zusammen. Okay. Okay, der Brief könnte jetzt interessant werden mit Razor. Read Razor's letter. I asked my teacher Lisa to write this letter. It's much better than the ones I wrote, many thanks. I don't lie, I trust you. Come to me when you need me. I will always be there for you. Razor. Brief gefällt mir aber kurz. Ich mag den Wolfsjungen. Read letters about the legends that never ends. About the legend that never ends. Read Lisa's letter. Legends were created by humans. In that sense, no legend endures forever, and all stories must end in regret someday. But as long as a good story lives in people's hearts, it does in some way live on forever. That's the conclusion I've come to after years of reading. Anyway, best of luck, little cuties, Lisa. Read Clee's letter. Mom writes travel guides, but she did have friends who wrote fairy tales. So Clee's heard that the story its author spends their whole life writing will always be a good one. Aha. Also sprich 25 Jahre plus One Piece und Detective Conan. Die Dinger sind ungefähr genau... Weil, ist Conan nicht sogar schon 30 Jahre? Der Manga könnte 30 Jahre, oder? Ist Conan... Hatten die jetzt hier 25-Jähriges von 2 Jahren oder so? Oder war es das 30-Jährige? Ich meine, wir haben jetzt dieses Jahr schon den 26. Film. Das eigentlich schon der 27. wäre. Und die haben... Doch, müsste 30-jährig gewesen sein. Case closed. Gib mir Erscheinungsdatum. Wikipedia. 19. Januar 94. Also, ja, sie hatten ihr 25-Jähriges vor ein paar Jahren. Gut. Wait, gab es etwa in einem Jahr 2 Filme? Oder wie kommt das zustande? Naja, egal. Read Cole's letter. I think a legend that never ends should be a story filled with hopes and dreams.
Hopes and dreams. Und jetzt geht das Spiel los. It works like a baton that's passed on from one person to the next, offering something meaningful to everyone that it touches. I was once greatly encouraged by such stories, so I think I'll be going with this answer. Read our letters. Stop reading. Finally. So, Coley. Wenn die mir jetzt alles nochmal neu erzählen, was jeder geschrieben hat. Summarize what we found out about a flower that is not of this world. Na danke, hätte ich mir auch das Lesen sparen können. Tainari believes that on closer examination it might be logically paradoxal, while Albedo says that his answer would be better discussed at length in person. As for my answer, I think a clock in the shape of a flower would constitute one that is not of this world. Here's what we've gathered regarding a guide who will never get lost. Mona said that she'd like to join us in uncovering the secret behind the prophecy, while Bennett suggests Fischl, Mona, or the Traveler as potential candidates. Mika didn't submit much, but he did draw a vegetation map for Master Tainari and wrote up a dragon spotting calendar for Saito. Amber also wrote in. She said that she sees herself as nobody's guide, but everybody's friend. As for one who would never lie, Rosaria removed herself from consideration, but both Razor and Sino are willing to support us in our search. Timaeus seems to have forgotten to write to us. And finally, this is what we've gathered on a legend that never ends. Klee said that her mom has a number of friends who like to write storybooks. Lisa believes that legends live forever in people's hearts. I think that for a legend to be never-ending, it has to be filled with hopes and dreams, and actively pass from one person to the next. So, what are the answers to the 4 riddles then? You're really smart, Paimon. I bet you can figure it all out in no time. Or, let's all share our thoughts on what we think the answers might be. Wait! Wait for me! Oh, Timaeus! What brings you here? I'm sorry, I really am. The time just got away from me and I didn't get around to writing that letter. However, I'm happy to announce that I think I can be the one who would never lie. Huh? This is kinda sudden. Not that we don't trust you, Timaeus, but, could you elaborate a little after you catch your breath? Of course, of course. Do you still remember the time I, collaborated with a certain Miss Ying-R? Rings a bell. Well, basically, she helped me out a lot with my research into potion making once, and, well, we've stayed in touch through letters ever since. Wait, so Ying-R is the girl from Lila that Sucrose mentioned earlier? We always assumed you were hard at work every time we saw you at the crafting bench. So you've just been writing letters to Ying-R the whole time? No, I mean, not all the time. I've done some work too. And anyway, our correspondence covers a lot of serious topics, like perfumes, potions, alchemy. Anyway, a few months ago, I made a vow to the heavens that I will be true to myself and never utter an insincere word until the day that I've managed to win Miss Ying-R's heart. So, at Star Snatch Cliff, you were picking Cecilia's as a gift for Ying-R? Well, that's right. The Cecilia flower is said to represent a once wayward heart transformed by the power of love. I couldn't think of a better flower to give than that. I know full well that Miss Ying-R is far more knowledgeable than I in both the ways of the world and the ways of our craft, but I thought I should make the effort for once and put myself out there. Which brings me to the subject of the last few days and the Windbloom Festival. I thought it was time for me to invite Miss Ying-R to Mondstadt. But yesterday, Albedo told me that Sucrose has been working hard to help another girl achieve her dream. Huh? And when I went to take a look at our roster, I saw that she'd done my remaining work for me. I feel incredibly guilty.
I've been spending all of my time in my own fantasy world while everyone else has been bending over backwards to help other people. How could I ever hope to be worthy of Miss Yingar's love if I'm so selfish? Oh, Timaeus. And that's why I've decided to join you. But then what about Yingar? Yeah. Haven't you been planning this for over a month now? You said you were gonna invite her to Mondstadt. Well, yes, I did mention in my letters that I'd like her to visit, which is why I just sent her another gift with my hand-picked wind blooms, along with a handwritten letter. I explained that a matter of great importance has presented itself to which I must devote my full attention for the time being. As soon as it's resolved, I'll make haste to Liyue to pick her up in person. I made sure to package the gift and letter with the greatest care. All I can do now is hope that she'll understand. Point being, please know that I sincerely want to support you in this endeavor. Plus, I think I'm an honest person. As far as I recall, I don't think I've told a single lie in my life. Well, you certainly convinced Paimon with that speech. Don't worry, Timaeus. We won't let your determination go to waste. Thank you, Timaeus. Ah, thank you, everyone. I promise to do everything I can to help. Okay, so it looks like we found our one who would never lie. Great! Let's keep it up. On to the other three. Bla 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 bla. Okay, Paimon will do the honors. Ahem. We have with us here the flower, the guide, the legend, and Timaeus. Why did you only say Timaeus' name? You should say my name, too. All right. We also have Klee. That's me! With Klee here, this all somehow feels like we're getting ready for a field trip. There's nothing wrong with a more relaxed atmosphere, is there? Albedo, have you figured out your answer? Of course. We will soon see if my hypothesis has any merit. Actually, I'm still feeling a little nervous. Me too. But weren't you all fired up just a moment ago? Yeah, you're right. Okay, let's do this. Actually, I'm a little worried too. Deep breaths. Deep breaths. I know what you're feeling. Saying anything becomes so much harder when there are so many people watching. Well, does anyone know the exact location of where we're headed, or should I do a reading on my scryglass? According to the prophecy, once we figured out the answer, we should test it at the Lantern of Utmost Joy. Wait, but where is this lantern? Oh, we know something about that. I've already found out where it is. What? Make up a story about how it scout the location by the... Wow, Was? that's amazing. You really know how to do everything under the sun. Then we'll let you lead the way. Follow me, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. This is it. We're off to find the sacred location of the Lantern of Utmost Joy. Root Red Lantern ist ja. Und die ist wo? Es ist oben an der Küste, oder? Es ist nicht unten drunter. Es ist oben. Zack. Und 100 Meter. 60 Meter. According to the map, it should be somewhere around here. Let me take a look. Oh, it should be right up ahead. Ich fand damals Mondstadt schon relativ viel zu erkunden. Dieser Hügel da vor uns. Die Star Snatch Cliff quasi. Im Verhältnis zu irgendeinem Berg in Sumero ist das nichts. Gut. Aw, I don't see any lanterns here. Now that I think about it,
The prophecy didn't say anything about what the Lantern Utmost Joy actually looks like, right? Maybe we've overlooked something? Traveler, are you trying to figure out something else from the paper? Exactly. Wendy's note here says we should look up and seek the answer from the sky. Paimon's reading too. Huh? It says to look up. But there's nothing above us. The wind didn't trick us, did it? The slip also says now we should recite the incantation. Someone takes a look at this. Place the squirrel on the back of the pointy-eared cat, and a pious puppy will open the doors to show you the way. Huh. Paimon read the whole thing out loud, but nothing's happening. Look! Look! The wind is blowing! What a strong wind current. Let's ride it up and see where it leads us. Huh? We'll have to fly up there? Can someone carry me with them? Here. Oh, zum Fick kommt die fliegende Insel auf einmal randommäßig her. Das ist unlogisch. This is the first time I've ever flown like this. Du wohnst in der Region des Windes und hast keinen Gleiter? Aha. Das hier wirkt sehr random. Das ist hart random. War sowas von hart random. How did this little island get up here in the sky? Did somebody make it? Just to be safe, I've been jotting down our entire route here. This way, no one will get lost. Oh, good thinking, Kale. Huh. Who would have thought we'd find this kind of table here? Weird. It's almost as if someone was holding a tea party. I never would have guessed that such a place could exist. Right above Mondstadt, too. Wow, look at that pretty lantern on the table. There's even a chair for each side of the lantern, too. There seems to be something on the back of this chair. Let me have a closer look. Take your seat, present your answers, and you shall reach enlightenment. Well, as far as instructions go, I guess that's simple enough. So we just need to do as it says, right? Wait a second. Huh? What is it, Albedo? We'd better make sure this place is safe before taking our seats. Everyone, please stay clear for a moment. Well, all our questions and doubts aside, the scenery here is pretty amazing. It'd be impossible to feel stressed here. How is everything, Albedo? Everything seems to be fine. I didn't find any traps or suspicious mechanisms, but I also couldn't find any overt destructive devices. Huh? What do you mean? Well, it seems that wrong answers won't have any catastrophic consequences. Looks like we'll have to sit on these chairs and fulfill the prophecy. Everyone, I would like to suggest that we try some risky answers on our first attempt. Let's reserve our most confident answers for the second round. That sounds kind of smart. But why? I get what he means. If we do as he says, then we may be able to figure out how the puzzle works. I see. That makes a lot of sense. Mona, is there something wrong? You're not looking too good. Oh, are you hungry? I brought some snacks. Thank you for offering, Klee, but that's not quite it. While Albedo was checking just now, I gave my scryglass a spin hoping to find some information. But there's a strange aura to this place.
It's almost as if someone has been staring at me as soon as we stepped foot in here. But if nothing here has actually been physically tampered with, then no. Could that person be? Mona just shivered. Did she sense a kind of great power? Wahrscheinlich. Und ich habe jetzt auch mal die Alerts komplett deaktiviert, glaube ich. Hoffe ich. Denn andererseits, warte mal, muss ich nicht einfach nur... Ich mal einfach mal die Szene deaktivieren, rein optisch. Und muten, dass ich sie trotzdem noch. Weil mir ist eingefallen, klar, in Gesprächen kann ich sie zwar muten oder gemutet lassen, aber wenn eine Animation kommt, die verdeckt dann trotzdem das Bild, falls eine komplette animierte Sequenz kommt, die nicht in-game-Grafik ist. Aber gut. What do you mean, Mona? Who could it be? Never mind. It's not like I've got any proof. Ugh, don't leave us on the edge like this, Mona. I'll just do what Albedo said. Yes, let's test the hypothesis together, Klee. Come on, join us, Mona. Oh, all right. Okay, then I'll answer the first question. If someone were to ask me to find a flower that is not of this world, You can do it, Sucrose. Then I would fetch a tetragenic sweet flower. All right, I'm up next. My part of the prophecy is to find a guide who will never get lost. Kali, I hope you found your answer. My answer is that I will be that guide. For a long time, I have been guided by others. It's taken me a while, but I finally made it to where I am today. Although I still haven't made a name for myself, and I'm still quite immature, I would still like to put my name forward. Because I would like to become a guide that can help others. I want to help others the same way Amber, Master Tainari, Sino, and everyone else helped me. Now it's my turn to pass on the gift that I've been given. All right, it's up to me to answer the third part. I'll submit myself as one who would never lie. Although I've never really had any other virtues or talents, I'm confident that I've always been an honest person. I'd like to thank everyone, too, for giving me this opportunity to validate myself. And last but not least, I will answer the final part of the prophecy. There's no tale more befitting the title of a legend that never ends than our fates as human beings. Wait, the lantern just lit up! Whoa, all four sides of the lantern are glowing! Huh? But all we did was submit a batch of test answers. Kale, could I ask you to stand up for a second? Oh, alright. Huh? What's going on? Why is it lighting up regardless of who's sitting in the chair? Didn't it say we have to answer all the questions correctly? It's pretty clear now, isn't it? We've just proven that there is no right answer for this prophecy. No right answer? But how could that be? Although the instructions had come from an old and enigmatic prophecy, it is in fact nothing like the ancient mechanism that we had all imagined it to be. I believe the lantern only serves as a simple signal. And to think, I never expected you to actually find this place. What? There's someone else here? We meet again, traveler. Hey, you're that Outlander we met the other day at Good Hunter! It's all thanks to you that I was able to find this place. Good thing that you were too preoccupied with the prophecy to notice someone tailing you from the shadows. Oh, is that so? Then, why do I spy yet another person following in your shadow? Wait, really? There's no need for pleasantries. You should know I'm here for you.
Is it just because I'm a visitor from abroad? I was there when you snuck your way into Marjorie's place. Huh. So you had your eyes on me even then, huh? That was 2 whole weeks ago, you know. It's hard not to notice you when I'm on duty every day. All right. In that case, I'll admit it. I was the person who slipped this prophecy into the storybook. Huh? But why? Then, does that mean this wasn't a real prophecy after all? Don't worry. Even though you probably have plenty of reservations about me, you can be sure that the prophecy is genuine. In fact, many of you here today may have heard the code name of the one who left the prophecy to me. She hailed from an ancient assembly of powerful women, each of whom used a single letter to signify themselves. Who would have guessed? It seems that power was indeed left behind by the old hag after all. Ah, so you're B's student. It's an honor to meet you. I am Scarlet, the successor of Jay. Well, what are you talking about? It's a long story, but I'm not quite sure that I'm the best person to tell it. Since you've all spent so much time and energy trying to decipher this prophecy, you must also be very interested in the secret behind this lantern, no? The lantern has already been lit. Now then, please allow me to disturb your happy peace. Huh. Why did this little thing just light up? How strange. Hello? On the other side of the lantern. Can you hear me over there? Mom? Oh, I hear many youthful voices. Madam, I am Scarlet, the successor of Jay. Oh, since we've last gathered, Jay's successor has already become so reckless and bold. Unbelievable. Wait. Why are you talking just like the old hag? Old hag? Who would dare say that? Is that Mona? Who are you? Who dares imitate my master? And what of imitation and mimicry? It has always been a fool's errand to mimic and learn from humanity. Oh, it's Alice. I'm here too. Mom, why are you trying to talk like other people? So I see everyone's here. Well then, my warmest greetings, everyone. Miss Alice, why would you... Well, it's been many years since this lantern last lit up. You can't blame me for thinking that one of the old friends from my youth may have decided to catch up again. Why she sounds so coy all of a sudden? And if I recall correctly, we left this lantern in the care of the Animo Archon Barbados. You must be commended for uncovering an artifact entrusted to the god of wind himself. Tell me, are you sitting around my beloved tea party table? It's a really long table. Oh, so you are. I suppose this means even the Animo Archon has granted you entry to this place. Was all of this Scarlet's doing? Wait. Paimon's completely lost now. So what was this assembly you were talking about earlier? Oh, Miss Alice, would it be all right to leave the explanation of that to you? Well, you should be rewarded for making it all the way up here and activating the lantern. Now then, let me tell you a long and ancient story. Ever heard of the Hexenzirkel? As the spooky name suggests, it's a secret society. Once upon a time, it even challenged the Animo Archon himself. But he replied, "Let us make music, not war, and resolve our conflicts through song." From then on, the mages would only ever convene in the woods, in the skies, or on the edges of cliffs. At these tea parties, they discussed their stories and secrets and resolved their differences, as the tea and cakes bore witness to their pledge never to fight amongst themselves. Yesterday, I snuffed out the life of my beloved. He had grown old and was extremely sick. He loved me dearly, so I took his fate in my hands
and ended his pain. I'm raising a son. Of all the children I had, he's the only one left. But I suppose that still makes me a mother. My lifespan is nothing compared to yours, so I wish to leave you with my storybook. Actually, maybe you can pass it on to your children one day. Oh, this looks interesting. Let me scry. My dear sisters, we mustn't let prophecies threaten our bonds of friendship. Even the most frightening witch was once a little girl, and growing up can be so tough. Sometimes we all need to vent our troubles to the wind. Even if the nations go to war, or the sky falls down, the mages' tea parties shall forever be held around this table. So this is where the legendary mages held their meetings. That's right. We often met here to chat and have tea. Then, what about the part saying that if we light the lantern of utmost joy, we'd receive a supreme blessing? About that. I never expected anyone other than Jay to actually read the full contents of that prophecy. It's a little embarrassing. The truth is, that prophecy was actually just a letter that we sent to Jay as a group the day before her wedding. So it was indeed written by all of you. I must thank you for resisting the urge to immediately reveal the truth to everybody, Albedo. Knowing you, you probably figured out everything the moment you laid eyes on the message. No, it took me a little longer than that. A flower that is not of this world, a guide who will never get lost, one who would never lie, and a legend that never ends. These 4 descriptions signify 4 individual mages. When a member of the organization had to leave the group to spend the rest of her days with her beloved, the other mages would write down this prophecy and send it to her to invite her for a final get-together. A flower that is not of this world signifies, of course, flowers that do not naturally exist in this world. This is the signature of our full name, Rhindaughter, also known as Gold. If there's anyone in this world who could create a flower species that does not yet exist, it would be her. The guide who will never get lost is N, otherwise known as Nicole. You may not have encountered her yet, but she is a truly extraordinary woman who has made this world's direction and order her subject of study. Some of you may be fortunate enough to have already heard her voice. Like a prophetess, she will only speak to guide people toward the truth when a change has occurred in the world. She has a tendency to suddenly speak in someone's mind without any warning. Could she have been the one who spoke to me while we were investigating Skara? Ich war jetzt gerade verwirrt, aber ich habe ihn ja Skara genannt. Das ist wieder interessant, okay. Die Main Quest wird aufgenommen. Ist es jetzt, warte mal, war es eine Archon Quest oder war es seine eigene Quest? Nee. Doch, es war seine eigene Quest, oder? Aber interessant. If one day you would be unfortunate enough to run into a truly dangerous situation, she may use her voice to guide the way forward for you. Who would have guessed that there are so many mysterious women in this world and that they would all know each other? The one who would never lie is me. I hope no one would take offense. It's just that I, Alice, or A for short, have always had a soft spot for those with sincerity and candor. As for a legend that never ends, you may not know M in person, but you've likely encountered one of her works. Have any of you ever read The Boar Princess? Huh? I'm pretty sure every child in Mondstadt has read that book. It's also one of my favorite stories. M was an exceptional human writer who used her prose to teach me the meaning of grief. Don't you think such a person would deserve a seat at the mage's table? Paimon's getting more and more lost. It may sound hard to believe, but
I can attest to everything that Alice has said. Jay was also a mortal who aged and passed on, leaving her title to her students and followers. Alice, you've never acknowledged any of Jay's successors. It's now been centuries since the first of us took on her mantle. I've always wanted to meet you. Do you also want to become a mage? Title aside, I think I'm more interested in the meaning and purpose of the Hexen Circle. I used to think that the Hexen Circle was a group of women who could control the very fate of this world. But now, I've seen for myself that besides Jay, many other ordinary people were also among you. Do you think less of us now? No, not at all. My interest has been piqued, and I'm now even more drawn towards the idea of becoming a mage. You're right. I've never acknowledged any of Jay's successors. But you are different. You are much more fascinating than any of your predecessors. Oh, has someone finally piqued Aunt Alice's interest? Now is not a good time, Scarlet, but as soon as I am able, I will seek you out for a meeting. I want you to tell me all about Jay's married life back in her hometown. So the mage who received the prophecy letter from all of you was Jay? She left the Hexen Circle after getting married? Precisely. There was only one way the letter could have been interpreted. She would have known what we meant as soon as she saw the message. We were just asking one thing of her. Please come to see us again. Before you go and settle forever with your happiness, please come share some of it with your best friends and sisters. So, the Supreme Blessing actually meant... All journeys are fleeting and will eventually come to an end. What will give us the most fulfillment and happiness in the end are those who will greet us at our journey's destination. Dear child, I believe you can also understand what I am talking about. We women will always have many troubles and encounter pains and frustrations that will keep us up at night. But no matter how hard things may become, we will cross mountains and oceans to see our best friends again, regardless of how many years have passed or how far the distance may be. As long as we can be with our beloved friends, our hearts will be filled with joy. To us mages, that's what being supremely blessed is all about. Oh. I still don't get it, but I do know that all the mages are Mom's best friends. If you ask how I see it, the Hexen Circle is just a group of ladies that I spent my youth with. Anyway, I'll introduce some of the other members to you all later. I still have a few things to attend to, so this will have to do for today. Bye, Mom. Todoko says bye, too. Goodbye, darling, and farewell to all of our other friends as well. I'm sure we'll see each other again. Oh, now that I think of it, isn't it getting close to that time of year? Yes, it's wind bloom again, Alice. It's also a special anniversary date. I'm sure you still remember. Yes, I do remember now. It was on this day many, many years ago that Jay tied the knot. Ah, just in time for the Festival of Love and Freedom. Everyone, please enjoy this year's Windbloom Festival to the fullest. Alice's voice fades and the lantern grows dim. It is once again just a regular piece of decor. For a moment everyone looks lost in thought, but soon chatter begins to fill the space again. Before long, everyone spreads their gliders to return to Mondstadt. Also Timaeus. Whoa! Ah, Albedo! Why didn't you tell me we'd have to glide all the way back down? Erstmal reicht die Ausdauerleiste wahrscheinlich nicht, die Distanz reicht nicht und hier ist ein Plattenspieler. Kann man hier oben drauf noch irgendwas machen? Komische Wolke hier. Die ist echt ein bisschen random. Aber gut. Ach ja. Theoretisch kann man bestimmt zurückfliegen, oder? Kann man? Kriegt man
genug Sachen. Unwahrscheinlich, oder? Naja. Ich glaube, das reicht nicht so ganz bis zur Stadt. Ein gutes Stück. Aber ja, nicht weit genug. Wobei, boah, halbe Ausdauerleiste. Also man kommt schon recht weit von da oben. Weil ich nicht mal vorne vom Baum bin bisher. Ja. Blick und Sieg. Ja, gut, man kommt relativ weit. Weil es auch nur ungefähr der halbe Weg ist. Naja. Egal, Teleport. Irgendwie habe ich jetzt mit einer, also war zwar loremäßig ganz nett, so ein bisschen was zu erfahren, aber das war irgendwie, also man hat halt ja von Albedos Erschafferin gehört jetzt. Man hat von irgendeiner anderen Tante gehört, die anscheinend zu Leuten sprechen kann, um sie zu führen. Was uns mehr oder weniger oft passiert. Und von irgendeiner, die noch gar nichts damit zu tun hatte. Naja, gut. Egal. Ach, ja. Are you okay, Timaeus? Maybe you'd feel better if you just, let it out. I'm fine, I'm fine. I'm just a little glider sick, that's all. You may want to look into getting your own gliding license when you have the time. It might prove helpful to you. Okay. Sure thing. It sounds like you've still got something on your mind. Why don't you tell us? We're all happy to listen. It's nothing, really. It's just... Well, Alice's story was really interesting and romantic. I won't argue about that. But still, the whole thing wasn't quite what I was hoping for. Of course, I didn't actually expect the supreme blessing to be real, but... Don't say that. None of this was your fault, Timaeus. Honestly, it's more on me for having agreed to be the Windbloom Festival Special Ambassador. Had I not asked for everyone's help... If anything, it should be my fault for finding that prophecy. Oh, no. I didn't mean to blame the two of you either. I just feel like this whole adventure didn't really end on a high note, and we also didn't really get anything out of it. But I'd say we still learned something new. Well, that aside, Timaeus, you still need to go to Liyue to apologize to Yingar, right? Do you want Kale and I to accompany you? Oh, Miss Yingar. Well, I mean, I just really don't want her to get mad at me. Now that I've come back to my senses, I really don't know what I should do. Hey, you three? You may want to look over there. Huh? Miss Yingar? Oh, so that's Miss Yingar? I've never met her before. Yep, that's her. And she actually came all the way to Mondstadt. I am so sorry, Miss Yingar. But how did you... I mean... Are you so happy just to see me? Of course I am. I'm so happy that, I don't, Sorry, I don't know what to say. I was ready to give you a harsh scolding, but now that I've seen you like this, I suppose I could let you off the hook this time. You said you couldn't come to pick me up because of a very important matter, right? Well then, of course I had to come and find you instead. Should we go see how they're doing? Warum muss sie in so einer extrem erotischen Stimme?
Und wieso bin ich so blöd und mute mich, während ich rede? Wow. Ja. I wouldn't. You'll get hit by a forest boar if you interrupt a couple's romantic conversation. Oh, really? We'll just leave them alone then. They look quite happy. Maybe that's what Windbloom's all about. The adventure has come to an end, everyone bids I'm farewell, so blah. glad to see Timaeus find his happiness. I have to say, I'm even more envious of you, Sucrose. You can be happy just to see others happy, and you gave me so much help without any expectations in return. Even though you said that we're very much alike, I still feel like you have a much bigger heart than I do. But if you say that, then I'd say I'm also nowhere near as brave or tenacious as you. I guess we have the same amount of positive qualities. They're just spread over different parts of our personalities. I've never visited Sumeru, or made many friends from outside of Mondstadt. I'm happy just to have met and become your friend. Maybe I'll get shy and flustered when I meet other people I don't know in the future. But that's okay too. Since we are so alike, you probably get what I'm trying to say. You just need to believe that all of your issues aren't really issues at all. But isn't it too late now for me to learn to accept myself? Well... Do you know anything about the blooming cycles of Cecilius? I may have read about that in a book before. That's a topic that my parents used to talk about back when they were still dating. Surprising, right? To think that people would talk about that while on a date. My mom brought it up at dinner one time last month. She called my dad the most boring man she knew, and said that he even turned up late to a date once, all with a smile on her face. But she also said that learning is just another part of life. It's never too late to start something, as long as you recognize that it's something good for you to do. Why don't you give it a try, Kale? Okay, I'll try my best. They're really having a great conversation. Paimon can't even find a moment to join in. Well, isn't it great that they're getting along so well? I nearly forgot. This is for you. This texture. Are these seeds? Yep. I believe I mentioned my sweet flower research to you before. These are the seeds of the sweet flower cultivars that I've worked on. It's nothing too special, but they're the best cultivars that I've made. So, I really hope that you'll like them. They're super sweet and easy to grow and keep. I'm also submitting them as my Windblooms for this year. I wish that the Animo Archon could also see how lovely they are. Thank you. I'll plant them in the Avidia forest and take good care of them. Kale, please take these notes with you. I've heard that you've been working hard on your studies, so I've prepared some study materials for you at Sucrose's request. Feel free to look through them whenever you can find the time. Mondstadt's doors will always remain open to you. Thank you so much. Really, I don't know what to say. I'm just really happy. Sucrose, now's your chance. Didn't you want to collect a breath of joy? You're right. I almost forgot. Kale, can you exhale once into this test tube? I will save this breath of joy and use it in my research. Oh, really? May I? Of course. Cola exhales into Sucrose's test tube and the fluid turns a deep violet. A small sparkling cloud then puffs out of the test tube and rises into the air like a marshmallow before it's taken away by the wind. Huh? What was that? It was like a little cloud of happiness, but now it flew away. Well, luckily there's still some breath left in the test tube.
I'll seal it up for now. I'll keep working on it and let you know as soon as I have any breakthroughs in my research. Yeah, you can write to me. I'll be sure to respond as soon as I receive your letter. Oh, it looks like you found a new pen pal. Master Tainari! Sino! If your friendship was forged in a test tube, does that make you test friends forever? That's it. I think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. All that matters is that I've enjoyed Mondstadt immensely. The dragon here possesses a majestic form. Oh, that reminds me. Traveler, this card back is for you. Wait, for me? Didn't Sino commission this? Sino wanted you to have one for yourself. If I had to guess, I'd say he probably wants you to use it if you challenge him to a duel. I'm a master of the game. Do you dare challenge me? Can you believe this guy? Huh. Let's knock him off his high horse. Och nö, ich hab noch mein normales Pyro-Deck. It's time to duel? Wait! I've got something to give you too. Huh? Kali has a gift for us? Kohle-Card oder was? Yeah! I figured I should follow local Mondstadt customs and prepared a few small things themed after the Windbloom Festival. Uh-huh. I made these bookmarks from Sumeru roses at the hotel. I want to give them to Amber, Master Tainari, and Sino. During Windbloom, Mondstatters offer flowers to the people most important to them. You three are family to me. But Tainari said that we're not anything like an academic family. He wouldn't write joint papers with us. Well, in this case, we can consider ourselves as regular siblings. And that should be just fine. I agree. Oh, and here are some Padisara seeds as well. These are for the Traveler, Paimon, and everyone else from Mondstadt. Whoa, are these really for us? Thank you, really appreciate it. Er gibt die einfach mal kurz Dingens, Venti. Der pustet die einmal durch die ganze Gegend und dann wachsen hier Padisara oder wie auch immer die Dinger jetzt hießen. Thank you, really appreciate it. Es sind Blumensamen. Oh Mann. So, are these your chosen Windblooms? One of them. Both Padisaras and Sumeru roses are my Windblooms. Although they're not native to Mondstadt, they are the flowers that can best express my feelings. I want to give them to the people I feel thankful for. To those who I wish to accompany as we greet more seasons and future Windblooms together. The real blessing in life is when you are surrounded by people who you'd miss day and night, and who you'd want to see even if that meant crossing mountains and oceans to do so. I'm so happy to hear you say that. Sucrose, do you see that cloud over there? Huh? Doesn't it look just like your test tube? Okay, ein bisschen abrupt das Ende, ohne irgendwelche Festlichkeiten und so weiter, aber okay. Da sind wir wieder beim Thema, alles, was nicht Liebe, Schrägstrich China ist, wird stiefmütterlich behandelt. Es ist immer noch nett, dass man es quasi den Leuten zeigen kann, aber es gibt keine coolen Musikeinlagen, die groß in Szene gesetzt sind mit zig animierten Sachen. Wie Lantern Ride. Naja. Was soll's. Besser so als gar nicht. Achso, hierbei steht jetzt auch noch hier. Stehst du jetzt immer hier oder bist du auch ein... Du stehst wahrscheinlich jetzt nur so lange hier, bis ich mich geportet habe, oder? Wahrscheinlich. Am I dreaming? Miss Ying-ar, you really came all the way to Mondstadt to see me? Why were you willing to make the trip? I still can't believe it. Why wouldn't I want to come see you, It's not like a quick trip from Liyue to Mondstadt is completely unheard of or anything. Also, isn't it time for you to drop the miss and just call me Ying-ar? Ying-ar. Ying-ar. I think I still need some time to get used to calling you that.
Look at you, already so flustered. And we're just getting started. No, I'm just overwhelmed with happiness. Thank you so much for coming to see me for Windbloom. Beitrag Timaeus. Also eigentlich auch so. Ach so. Deswegen. So. Goodbye. Okay. Wieso redet sie in so einer verdammt erotischen Stimme? Mit diesem verdammt erotischen Unterton, als ob sie jeden Moment ihm die Kleider von Leib reißt. Oh mein Gott. So. Ja, das wäre jetzt das Event gewesen, storytechnisch. Ach, meine Güte, ja. Check Photo Location. Mhm. Ja. Und ja. I don't care. Also, ich wollte gerade sagen, check Notes, oder? Das. Ja, ja, gut, okay. Gut, das funktioniert noch. Ich war jetzt gerade live verwirrt, weil die Texte weg waren. Ah, das Ausrufezeichen ist weg. Halleluja. So, was mache ich jetzt noch? Ich dachte, das Event geht vielleicht sogar ein bisschen länger noch, aber es war eine Stunde jetzt. Stunde 6. Oh nein, die sitzen jetzt alle hier irgendwo in der Stadt rum. Och nö. Okay, Albedo. You like the card back from Sino, right? I must admit, I also spent a good amount of effort coming up with a design. His request was quite interesting. He wanted a dragon, a cool pose, and a design that would stand out and awe his opponents. Although the commission was for himself, he wanted the back to be flashy enough to draw the attention of the opposing player. Perhaps there's something that can be said about how, when it comes to Genius Invocation TCG, friendship is more important than competition. He also said that such an impressive card back should be shared with friends. Since he gave it to you, this must mean he considers you to be a close friend. Oh, and speaking of, to repay my efforts, he also gifted me the card back as well. Maybe I'll also give the game a try. Okay, jetzt hat jeder also diesen Kartenrücken. Wo ist denn der überhaupt? Kann ich ihn auswählen? Okay, hier sehe ich jetzt erstmal nichts. Irgendwelche Wüstensachen. Tatlas Feather, Quest Item. The feathers needed for a falcon to take flight. If they are plucked, the flight will become all but impossible. Aha. Ja, stimmt, ja. Die dumme Story in der Wüste. Okay. Kann man hier irgendwo die Kartenrücken sehen? Nö. Nicht wirklich. Crafting Materials. In der Cardbox wahrscheinlich, oder? Da, eine Deckbox. Deck. Deluxe, bla bla bla. Nee, kann man das hier nicht einsetzen? Ne, kann man einfach mal nicht. Gut. Egal. Na, klasse. Wo finde ich die jetzt alle? Okay, da unten ist Jinger. Da ist ein Bedo. Da hinten habe ich schon Sino gesehen. Der sitzt natürlich vor dem Kartenladen. Kann man sich jetzt mit ihm duellieren? Bestimmt, oder? I quite like my new card back. It goes perfectly with my deck. I take it you've also received your card back? Want to use it to play around? Ach komm, das gehört zum Event, finde ich. So ein bisschen. Kann ich das Deck irgendwie verbessern? Frage. Wann zum Teufel habe ich mit Keking und... Ne, wann habe ich Keking geholt? Keine Ahnung. Okay, Fischl habe ich standardmäßig bekommen, ja. Kann ich mir schnell ein Deck basteln aus den Karten hier? Keines, mit dem ich wüsste, was anzufangen. Kann ich hier irgendwas austauschen? Was? Na, ja, nein. Der Deck.
So, wie ging das jetzt nochmal? Wie kann ich die Karten hier rauswerfen? Achso. Also das ist mein Deck. Also, okay, gut. Ist hier unten irgendwas drin, was einigermaßen interessant aussieht? Also, hier waren auch so ein paar neue Karten. Ja, wenn eventuell Burst kriegen alle ein. Okay, wenn man... Okay, wenn jemand einen einsetzt, ist das nicht die bessere Variante? Okay, das muss ich dem Aktiven einsetzen und wenn der burstet, kriegen alle anderen einen Burst. Punkt. Und wenn das an wen angelegt ist und wer anderes burstet, kriegt er auch einen Punkt. Mit den beiden Karten kann man quasi zweier Leute direkt pushen. General's Ancient Helm. When each phase begins, the character to which this is attached gets unmovable mount that provides 2 shield points. Frage. Ja. Provides 2 shield to protect the equipped character. The shield will be consumed to protect the character. Wo gibt's das? Das heißt, ich habe quasi, wenn ich das Ding irgendjemandem gebe, dann habe ich instant quasi zweimal kein Damage. Ich pack's nochmal ins Deck rein. Packen wir die mal raus. Packen die mal dafür rein. Ja, das ist ein Upgrade prinzipiell, aber brauche ich die wirklich beide? Die lässt mich einen weniger nehmen und die gibt mir halt immer 2 Würfel mindestens und einen weniger. Ja. Das ist erstmal so. Ist hier noch irgendwas drin, was neu dazu kommt, was einigermaßen was taugt? Ja, once per round kann ich. Achso, das ist das. Ist eigentlich auch nicht so schlecht. Ich meine, besser als Timmy wahrscheinlich, weil Timmy dauert einfach so lange, bis man den nutzen kann. Okay, was kann ich reinwerfen dafür? Most of two transformation materials will played and phase gain 1. Aha. Achso. After he uses a skill, physical damage or piercing damage was dealt or an element reaction was triggered, this card gains inspiration. And draw 2 cards. Prinzipiell nicht mal so schlecht für 0 Kosten. Ist eine schlechtere Variante von Kokomi eigentlich. Also hier, das war noch nice aus. During this one, target character next elemental burst is plus 3 damage. Ja. Das klingt eigentlich nice. Safe. So, kann ich irgendwo den Kartenrücken jetzt noch anpassen hier? Nein, das will ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich es ändern kann. Posing Lineup. Ja, Sino sich selber. Er hat sich selber. Okay, was hat er so? DS2 Elektro Damage, 3 Elektro. DS2 Elektro Damage, Packs on. Was? Packs once Path Class Indwelling Level plus 2. Powerful Enforcer, Passive, when the battle begins, character gains Packs 1 Path Clearer. Ja, und das ist was? Physical Damage, ja. Das nächste bitte. Also. Interface gain 1 level of indwelling. Create the following interface based on the indwelling level of equal to or greater than 2. Physical Stell is converted to. Also, if equal to or greater than 4, damage stell plus 2. If equal or greater than 6, indwelling level minus 4. Also, er baut sie nach. Oh, Alter. Den gar nicht mal scheiße. Der Kohle, dass er die hat, war klar. Ach komm, Start. Zähle ich einfach mal zu, gehört zum Event. Die will ich testen? Die ist okay, die ist okay. Eigentlich will ich daran nichts ändern. Ah, ja gut, wenn ich die teste, kann ich die nicht testen. Ja, egal, machen wir mal so.
Die Karte haben sie auch nur gebracht, um quasi Instant Wegbursten zu unterbinden. Aber gut, ja, Scrygler, ja, okay. Das ist Daseins. Ist okay. So. Let's go. Packen wir dich mal rein. Die Musik immer hier so leise ist in dem Minispiel. So, und ich glaube, 2 gleiche brauchte ich sowieso, dann halte ich die mal schon mal. Ja, wow. Your penance is due. Oh Mann. So. Mental Burst, ja, ist egal. So, Lippen. Dann machen wir so. Ja, einmal angreifen sollte ich. Lippen jetzt komplett durchtriggern lohnt sich noch nicht. Surrender. Gut. Dann das. Dann nochmal angreifen können, aber... Und eigentlich... Ich hätte den gleichen Effekt erzielt. Oh, scheiße. Ja gut, aber ja gut, ja, ich hätte auch... Ja gut, dann hätte ich aber für Lippen keinen ansammeln können. Von daher ist das okay. Achso, meine... Alter, leck mich. Wie, er braucht nur 2 Burst-Dinger für seinen Skill. Okay, gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ich habe jetzt schon nur 4 Leben. Wehe, das Schild funktioniert nicht so, wie ich es mir denke. Oh, what the hell. Ja. Sind ein paar viele. Das ist schon mal kacke. So, 2 Schilddinger. Warte. Wenn ich jetzt noch einmal angreife, dann habe ich den... Warte. 5. Ja, 7. Nee, ich kann sowieso nicht bursten. Brauche ich gar nicht versuchen, großartig irgendwas rauszuholen. Okay. Topf der Gier, um Topf der Gier zu ziehen. Yes. Gut. Erstmal greife ich jetzt einmal an. Einfach nur, um runter zu bekommen. So. Use Skill. Let's light it up. When actions against a character to which is attained gains unmovable mountain that provides 2 shield points. The shield will be consumed to protect the character who equips it from damage. Ja. Ich hatte 2 Schildpunkte. Er hat einmal jetzt einen Normal Attack eingesetzt. Und hat trotzdem genauso viel Damage gemacht. Okay, das Ding ist verbuggt. Das Ding ist verbuggt wie sonst was. Okay. Ja, gut. Warte, warum ist jetzt... Warum ist jetzt mein Benny Boy auf dem Feld? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Keine Ahnung. Machen wir mal Google. Ancient Generals Helm bugged. Ich hoffe, er gibt mir jetzt auch ein Wiki die TGC-Karte. Nein. Gib mir nicht die TGC-Karte.
Okay. So. All das mal weg. Ey, der andere Würfel lag ja wohl volle Kanne auf Pyro, aber okay. So. Check. Oder Schild der... Warte mal, ja. Zählt der Schild vielleicht nur, wenn er auf der Bank ist und nicht aktiv ist? Das wäre mies. So, jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Equip einfach mal Bennett. Lohnt sich das? Eigentlich muss ich gucken, dass ich irgendwie... Scheiße, ich habe natürlich jetzt nicht die Variante. Ich muss angreifen, ich kann nicht einfach so warten. Sieht kacke aus. Das sieht sehr kacke aus. Das auch nur, weil meine Skills nicht funktioniert haben. Na, klasse. Komm. Dann Alan aufs Feld. Dann das aufs Feld. Muss ich mir sparen. Kriege ich schon mal 2 garantiert damit. So. Ja, und dann so. Und dann so. Ja. Hat er jetzt geburstet? Ja, er hat geburstet. Oh nö. Ist ja ekelhaft. Nicht euer Scheiß Ernst. Don't get cocky. Verkacke ich gerade das Match? Eventuell. Damn. So zu meinem tollen Plan, jetzt ganz viele Pyro abzustauben. Ja, U-Turn. Wenn ich jetzt aber wechsle, dann ist er definitiv tot. Ich hätte eigentlich die Noel-Karte jetzt gebraucht. Fuck. Mache ich jetzt. Ich habe echt nur Rotz auf der Hand. Warte mal, damit kann ich ihm zum Beispiel mal seinen extra Damage nehmen. So. Ja, auf mich weg zu vaporisen. So. Eigentlich muss ich das jetzt machen. Damit ich jetzt nämlich nochmal das machen kann, damit er schon mal Halbgut drauf hat. Sag mal, geben die ihm extra alle Würfel, die er braucht, oder was? Verarsche. Hätte ich ihm auch das geben können, theoretisch zu Anfang. Das zu überleben ist eigentlich unmöglich, weil die Karte verbuggt ist, die ich angelegt habe. Na super. Kann ich irgendwo sehen, wie viele Würfel er noch hat? Ja, 2. 2 reichen nicht für einen Angriff. Also kann ich theoretisch... 2 reichen nicht für einen Angriff. Ich kann das Ding spielen. Ja. Scheiße. Er kann mich nicht mehr angreifen. Sollte er nicht. Aber jetzt Xingqiu aufs Feld rufen.
Bringt auch ach, Shingsho vom Feld holen, bringt auch nichts. Eigentlich muss ich Shingsho bursten lassen im nächsten Zug, damit ich dann zumindest irgendwie noch eine Chance habe. Und die 3 HP extra auf Glück würden jetzt auch nicht viel bringen, wahrscheinlich. Oh, das sind nicht die Karten, die ich haben will. Ich brauche Pyros und ich brauche Hydros und ich krieg gar nichts von beiden. So ziemlich nicht. Oh. Die Hydros habe ich zumindest bekommen. Gut. Muss ich auf jeden Fall schon mal das machen, damit Diluc schon mal seine Normal Attack stärken kann. Das wird ihn nämlich nicht umbringen. Es macht nur einen Damage mehr. Für Skill. Let me weave you a verse. Ah, scheiße, ich habe vergessen, die Karte vorhin zu spielen irgendwann. Jetzt kann ich es aber spielen leicht, theoretisch. Hat er sich wieder geheilt? Warte, wenn ich jetzt damit angreife. Wie viele hat er jetzt noch? 4. Er kann nochmal angreifen. Wenn er drauf gehen sollte, kann ich immer noch das machen. Okay, machen wir so. Ich werde trotzdem verkacken. Ah, ich krieg nur einen. Let's light it up. I have taught you everything I know. Ja, das ist eine scheiß Runde. Ich könnte bursten, bringt mir aber nichts. Bringt mir alles nichts. Use Skill, ja. Und die Hydro-Dinger. Good judgment call. Switch to Coley. Frage. Ich habe nicht mehr genug für den Burst. Scheiße. Und ich kriege auch nur einen zusammen. Ich kriege nur einen zusammen, theoretisch, mit der Karte. Warte mal, aber dann kriege ich die Karte. Moment. Spiele ich die Karte? Krieg einen zurück. Das habe ich jetzt zur Option. Ich kann ihr 4 Damage machen, bringt mir nichts. Bringt mir auch nichts. Bringt mir alles nichts. Ah, leg ich die Karte an. Gut. Nee, eben jetzt nicht. Guck mich nicht so an. Schlaf weiter, Katze. Nein, scheiße, er darf anfangen. Oder? Darf er anfangen? Nee, darf er nicht. Er hätte noch eingewechselt. Aber er kann nichts mehr machen. Aber Sino wird wahrscheinlich bursten. Die Karte hätte ich ein bisschen eher gebrauchen können. So ein bisschen eher. Was ist das für ein Rotz, den ich hier bekomme? So, und das kann ich auch noch in Pyro umwandeln, wenn es sein muss. Ja, nein. Wieso 9 Damage? Also wegen dem Schwert. Ich muss eigentlich das machen. Warte. 2 Würfel, wenn ich ihn platt mache. Okay, Moment. Außer die Karte funktioniert gleich. Wenn der Schild funktioniert, dann ist es was anderes. Ich hoffe jetzt auch, dass das Schild funktioniert. Gut, erstmal das Food-Ding essen. Und Kohle wegbürsten. You have spirit. Jetzt habe ich Pyro Normal Attacks. Judgment is upon you. Ich habe ein Schild, du Bastard. Where did I... Der Schild funktioniert einfach null. Es ist so dumm. Is a opportunity to use multiple elemental skills. Maximum series. Ja, leckt mich, Spiel. Das ist Bullshit. You played well. Let's have a rematch in a few minutes. Ja. Gut. Du kannst mich mal.
So, wo ist der Rest? Wo gammelt der Rest rum? Irgendwo hier in der Ecke wohnt doch Mona. Da. Kann man da mittlerweile irgendwie rein zufällig? Wahrscheinlich nicht. Nö. Oh Mann. Stehe ich die Karte einfach nur falsch? Das muss ich jetzt googeln. Moment. Genshin, TGC, Generals, Helm, Bugged, ja. What's the Swords and Gain? Ja, nee, das will ich nicht wissen. Wait. Huh? No. Wieso fliegt dazu nichts? Whatever. So, ja, hier ist mal, wie man die Karte bekommt. Kaufen, aber naja. Steht hier irgendwie was dazu, also, dass es verbuggt ist? Und jetzt zählt es nur auf Geocharakteren, dann lache ich. Which is exactly why I took the position. 0 Kommentare drunter. Mhm. Ich will doch nicht wissen, wie man die Karte bekommt, sondern ob die verbuggt ist. Wait. Huh? No. Field bugged. Whatever. Naja, no available. Genshin, TGC, Shield. Fire Shield, nein. Fire Shield character to which its damage tanks and damage and cannot be frozen. Provide 2 instead of cover. Ja, Cryo App ist Mage, aber ich will wissen, warum die allgemeine Karte nicht funktioniert, die mir ein Schild gibt. Shield. Using contains of weapons, no. Watch the shield enemy, shield comparison, shield light of. Was? Das sind ganz andere Sachen. Shield. Ja, gut, okay, steht nichts dazu im Wiki. Okay, gut, weiter Leute suchen. Irgendwo müssen die ja hier rumgammeln. Notfalls suche ich mir morgen eine Liste raus und gucke, wo die sind. Also Saino sitzt natürlich da vom Kartenladen rum, also vor der Taverne. Kann man hier nicht rein? Nö. Hier im Garten vielleicht irgendwo? Nope. Michelle. Aha. Die werden jetzt ja auch nicht so versteckt sein, wenn sie hier irgendwo rumsitzen, oder? Ach so, hier stehen sie alle rum. Hi. Kale, Sucrose! I brought some home-cooked food. Why don't we enjoy it together? Really? Sounds great! I must point out a small issue about your cooking. You have a tendency to put a little too much flavoring in your dishes. Sorry. I guess I've been a little heavy-handed with the seasonings lately. Are you feeling stressed recently? Do you want to find someone to play cards with? It really helps with stress. I promise. Oh, that sounds like a good idea. If I recall, both you and Sucrose are pretty good players, right? Oh yeah, we are. We've been playing together, and we were actually talking about this just a few days ago. Since you are already familiar, would you mind also showing me the rules sometime? Yeah, Kale seems to be a natural at the game. Maybe she's already the best player out of all of us. Huh? Me? That's right. You've been all talk at the tavern. That little girl from Sumeru is really good at the game. If I can find the chance, I would love to test my skills against her. Really? Isn't that great, Kale? You've become a TCG celebrity. Oh,
I... Okay, wieso reden die alle nur über das Kartenspiel? So, dann ist doch wahrscheinlich auch irgendwo Albedo, oder nicht? Den müssen wir doch auch irgendwo finden können, oder? Nö, kein Bock mit euch zu reden. Auch wenn ihr wahrscheinlich irgendwie neue Text habt. Aber naja. Da ist Ellen. Gibt's hier drin wen? Mika bestimmt, oder? Oder Lisa? Ist Lisa nicht im Hexenzirkel ist, wundert mich jetzt aber so im Nachhinein. Ich meine, sie sieht aus wie eine Hexe. Gut. Stimmt. Was mir gerade noch so auffällt. Jean ist gar nicht vorgekommen in dem Event. Nein, achso, ja, ich kann da gar nicht rein. Das ist ja die Zelle für Klee. Klee, whatever. Kann ich jetzt hier hoch? Nope, immer noch eine Wand. Das heißt, die angeblichen oberen Bereiche waren einfach nur das Minispiel. Mhm. So. Bella Musk. Jo. Nö. Lisa? Nö, auch nicht. Gut. Das wenn welche irgendwo zu finden sind, dann nur draußen wahrscheinlich hier. Portos. Mhm. Portos Ormos. So, steht hier draußen irgendwer. Macht hier irgendwas Interessantes? Nope. Hat der Typ eigentlich wirklich 6 Finger? Da sind 5 Finger. Da sind auch 5 Finger. Okay. Sein Name ist gelogen. So, hier oben könnte theoretisch irgendwo Rosaria sein. Wenn überhaupt. Flicker. Okay, nee, sieht nicht so aus. Und drinnen wird es wahrscheinlich auch nicht geladen sein. Dieser Helm jetzt verbuggt ist, kotzt mich irgendwie an. Ellie, Rudolf. Nö. Nope. Dass das Ding immer noch offen steht, wundert mich, dass es nach all den Jahren keiner zugeschoben hat. Aber gut. Here you are. Müssen die alle selber wissen. Ja, Katze, ich kümmere mich gleich um dich. Gut. Hä? Guck jetzt noch kurz hier zu Ende und dann, ja. Wüstenerkunden mache ich dann irgendwie morgen oder so, die Tage. Ja, morgen unwahrscheinlich, aber vielleicht Donnerstag dann wieder. Weil morgen bin ich relativ spät auch zu Hause eigentlich, von daher, mal gucken. So. Von oben so ein bisschen scouten. Ist hier irgendwo wer? Ja, vielleicht noch Venti vor der Taverne. Aber ansonsten wird es wahrscheinlich schlecht mit Charaktere jetzt noch finden zum Quatschen. Ah, okay. Venti gammelt hier ab. Well, what do you think? I trust you've enjoyed this year's Windbloom Festival. Naja. I'm happy to see you find the time amidst your busy adventures to return to Mondstadt and celebrate the winds of freedom with us. And if you have a moment now, would you care to hear a new love poem I wrote this year? Allow me to recite it for you. This world has never seen such vibrant color. It bestows upon everyone a brilliant hue, a shade more ethereal than white, yet more radiant still than gold. It eases into your eyes and restores to light a solitary soul. Maybe a bit too somber,
Maybe I should write another one on sweet flowers instead. Mhm. Okay. So, ist hier draußen am Camp noch irgendwer? Ja, Minispiele kümmere ich mich später drum. Nope, das Camp wurde auch abgebaut. Gut. Du hast eine Daily Quest, das ist schön für dich. Aber hier ist, glaube ich, echt keiner mehr draußen zu finden. Es war echt nur Albedo oben auf dem Balkon. Jünger, die bei Timeo steht. Und die Girls, die oben stehen. Und Sino sitzt da. Okay. Wäre wahrscheinlich zu teuer geworden, jeden nochmal irgendwie einen Satz sagen lassen hier. Gut, Sino, Rematch. I quite like my new card back. Ja, leck mich. Let's play. So, Deluxe Adventure Team. Nein, erstmal Deck anpassen. Die Katze rastet gleich aus. Ich sehe es kommen. Die Karte brauche ich sowieso nicht. Die hau ich immer weg. Die Karte ist prinzipiell gut. Die kann nämlich einen komplett downbursten mit Deluxe. Die Karte war Bullshit. Die funktioniert halt nicht. Die sind prinzipiell okay. Karten anlegen. Warte mal, die Karte ist doch eigentlich... Comes with 2 forging bullets in play. End phase, gain 1 forging bullet. When playing a weapon card, if possible, spend forging bullets equal to 2 cost of the weapon. Okay. Nee, man muss noch trotzdem eine Runde warten, aber man kann quasi... Man spart sich quasi Kosten, wenn man sie früh genug spielt. Hier reingepackt? Ne, ich hatte hier hinten irgendwas reingepackt dann. Was war hiermit? Next time you use a skill, switch your next. Oh, das ist gar nicht mal schlecht. Ja, die Katze nervt jetzt so ein bisschen. Was ist das? Schiff von Artifact. Schiff von Weapon Equipment Card. Ja, Katze, ich lasse dich sofort raus und gebe dir Abendessen. Lass mich ganz kurz Deck zusammenstellen. Dann mache ich ganz kurz Pause und dann gebe ich dir Essen und dann kann ich weitermachen. After character uses. Das kann man eigentlich einen der kleinen gehen. Ja, komm, ich teste es einfach mal. Und einfach die hier mal zum Heilen. War auch die zum Heilen, oder? Okay, das war die zum Austauschen. Lohnt sich das? Eher weniger, wobei doch gerade es brauchen können. Also viele Karten habe ich nicht. Hier nehmen wir dich einfach noch dazu. Save Settings. Gut. Und dann gehe ich mal ganz kurz die Katze füttern. Moment. So, Katze ist gefüttert. Start, Rematch. Ich müsste echt mal das TGC-Ding, glaube ich, wirklich spielen. So, was haben wir hier? Wir haben Pyro-Sicherung, wir haben Libben. Die brauche ich erstmal nicht wahrscheinlich. Die eigentlich auch nicht am Anfang. Die kann ich eventuell nutzen. Dann kann ich halt erst noch nicht angreifen. Ja, prinzipiell. So. Gut. Will ich? Ja, will ich. Let's go. So. Also der Minikuchen. Interessant. Ist okay. Okay. Natürlich habe ich jetzt die ganzen Pyro-Dinger schon. Penance is due.
Erstmal Lippen. Ich könnte beide spielen. Ja. Das ist halt die Frage. Will ich garantiert 2 in der nächsten Runde bekommen, die ich nutzen kann, oder will ich 2 mehr bekommen? 2 mehr lohnen sich nächste Runde noch nicht. Also play ich die Karte. So. Gut, und dann habe ich jetzt auch nur 2 Kosten quasi. 2er Kosten dafür. Nehmen wir egal welche Farbe. Ich mache nur mal sicher und nimm den. Und dann kann ich nächste Runde Lippen komplett durchtriggern. So. Oh, Sinus Elemental Skill Karte, die was auch immer macht. Mir 3 Damage geben, cool. Gut, ich habe noch 3 Karten, aber die gebe ich direkt an Lippen ab, würde ich sagen. Lohnt sich nicht jetzt, damit irgendwas zu machen. Wie ein Punkt. Alter, was ist schon wieder los hier? Der nutzt meine Taktik, der Penner. Hit and Run ist meine Taktik. Normalerweise. Ja komm, machen wir so. Gut. Ja, das ist relativ viel und gut, das ist praktisch. Irgendwas. Erstmal so. Wenn ich die Runde überlebe, was ich sollte, dann kann ich nämlich die andere Karte spielen, kann bursten. Oh? Okay, fuck mal live. Das kann ich jetzt schon vergessen. Das kann ich jetzt schon vergessen. Concede. Merke gerade, mein Deck ist kacke. Extrem kacke. You played well. Let's have a rematch in a few. Wenn ich jetzt echt warten muss, kriege ich den Hals um. I quite like my new card. Okay, nein, ich muss nicht warten. Ja, Let's Play. Kann wohl das Deck umzubauen jetzt. Ist mir zu blöd. Brauche ich zu Anfang jetzt nicht. Hab eh keinen, der das nutzen kann. Ist okay, ist okay. Ist alles okay eigentlich. No, ist ja noch schlechter. So. Let's finish this swiftly. Einfach aggressiv spielen jetzt. Nicht vorbereiten, einfach nur aggressiv. Wenn ich angreifen kann, kann ich angreifen. So, die beiden tausche ich aus. Das ist eine Dreierkarte, kann ich nutzen. Your penance is due. Zack. Gut, so. Verstärke ich meinen Damage oder ziehe ich? Ich verstärke meinen Damage erstmal schon mal direkt. Play Card. Dann kann ich auch noch. Ja, jetzt ist die Frage. Ich habe noch 5 Karten und ich habe noch. Ich brauche die schon dafür. Ja, aber ich kann die immer noch spielen. Oder ich spiele die beiden und habe nächste Runde einfach mehr. Oder, warte mal, nee, mit Ellen war das, wenn ich einen Skill genutzt habe, kann ich ihn danach nochmal nutzen. Aber ich habe 2 Pyro, 2 Hydro. Deswegen kann ich das nicht nutzen. Außer ich mache, das sind 3 Damage, 4 Damage. Das sind 6 Damage, ja, wenn ich das so mache, kostet mich nachher eine normale weniger. Aber ich kann weder Ellen nee, halt, warte mal, nicht blöd. Ich muss erstmal Ellen spielen und angreifen. Bringt mir gar nichts diese Runde. Ja, dann kann ich auch Ellen, glaube ich, spielen für 2 Hydro.
Und kann dann einfach die 4 Damage reindrücken schon mal. So. Dann habe ich eh keine Dinger mehr und kann wieder beenden. Futile. Willst du mich eigentlich verarschen? Du hast 6 fucking Elektro-Dinger direkt bekommen. Und das jedes Mal? Schon so ein bisschen verarsche irgendwie. So. Na komm. 3 halte ich. Ja, okay. Gut. Das Ding. Dann die 3. Habt ihr? Ich glaube nicht, dass ihr habt. Ja, so. Dann kann ich dir das geben. Kann aber erstmal Character switchen. Und erstmal Hydro draufpacken. So. Ja, Passion Overload. And Round. Sagt aber mein Glück nochmal wieder an. Natürlich. Ey, der hat einfach immer Würfel, die er braucht. Ist klar. Und jetzt der Hydro braucht. Fuck. Ein Problem. Irgendwas, mit dem ich was anfangen kann. So. Play Card. So. This ends now. Teamwork is dreamwork. Ein Tod, oder? Der macht nur 2 Damage. Dann das. Nochmal 2 Damage reinhauen erstmal. Ja, war klar. Der hat einfach immer das, was er braucht. Das ist so nervig. So, ich krieg 2 mindestens und... Naja, halt sich jetzt hier, oder? Scheiße. Aber gut, dann kann ich jetzt die Karte spielen. Kriegt er schon mal... Am Ende jetzt ist eine. Endround. Er kann austauschen. Höchstens. Ganz nice. Man hört das Chips kauen offenbar nicht durch Nvidias neues Removal. Das ist gut. So. Jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Ja, die gerade spielen hat mir auch nichts gebracht. Das killt dich aus welchen Gründen? Wieso killt dich das? Was, Wolf's Genshin gibt +2. Okay. It has many issues equal to or less than 6. Das ist nice. Das habe ich gar nicht im Kopf gehabt. Cool.
Tschüss, Bennett. Fuck you. This is just my... Good judgment call. Er wird jetzt bursten, oder? Natürlich wieder bursten. Das war's aber mit ihm, oder? Ja, genau, passend 4. There can be no excuse or defeat. I won't hold War you klar. back. Much. So, schon mal die Karte. Ein Würfel und ein Energiepunkt. So, dann spiele ich die Karte. Jetzt sind die diesmal alle günstiger. Zack. Mhm. Das war der Skill, oder? Wieso nochmal 6? Achso, wegen seiner scheiß Pässe irgendwie. Ah, ne, wegen... Ah, nee, deswegen. Okay. Problematisch. Möchte meinen Burst haben. Ja, Playcard. Dann will ich bursten. Teamwork is dreamwork. So. Use Skill. Das ist blöd. Das habe ich mir anders gerade gedacht, aber egal, passt schon. So, ja, dann spiele ich noch die. Okay. Gut, End Round. Ich darf nicht anfangen. Das ist schon mal blöd. Ist auch schon mal kacke. What the hell? Ja, das bringt mir halt nichts. Bringt mir jetzt in dem Moment auch nichts. Das eigentlich auch nicht. Bursten könnte ich, macht ihr 2 Damage und erhöht nur das bei mir. Das macht 3 Damage und gibt mir 2. Macht 2 Damage, macht 2. Frage ist, bringt mir das was? Bringt mir das in irgendeiner Art und Weise was, wenn ich dafür 3 opfere? Ja, sie kriegt mehr Schaden rein. Na komm. Ich muss jetzt drauf gambeln. Wieso macht ihr so viel Schaden? Das gefällt mir nicht. Ja, Implemented Tuning. So. Ja, komm. Mal machen, gucken, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich jetzt, wobei sie kann nicht mehr angreifen. Sie hat keine Dinger mehr. Okay, ich bin nochmal dran. Wenn ich jetzt noch eine von den Karten, dich zum Beispiel Elemental tune, dann kann ich nochmal den Normal Attack nutzen. You have spirit. Aber Sino wird mich wahrscheinlich jetzt gleich instant killen. Oder? Wird er wahrscheinlich, ja. Sein Normal Attack wird zu Elektro umgewandelt und macht mir Damage. Irgendwie so. Fuck. Abendfloh, Yu-Gi-Oh! Impact. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Nur, dass ich gerade verkacke, weil natürlich die KI gerade alle Punkte bekommt, die es braucht. Das ist quasi, keine Ahnung. Ich setze das ein bisschen mit Dungeon Dice Monsters ohne das Spielbrett gleich. So, will das Spiel, dass ich verliere oder will es nicht?
Wenn er jetzt angreift, müsste ich down gehen. Definitiv. Sag ich doch. Genau passend. Ich meine, er ist quasi, lore-mäßig ist er auch der stärkste Spieler. Und das ist gerade auch nur ein Event. Davon mal abgesehen. You played well. Schnauze, Sino. I quite like my Okay. I take it you've all Aller guten Dinge sind 3. Ich versuche es noch einmal und dann lasse ich es sein. Einmal versuche ich es noch und dann lasse ich es sein. Dann braucht kein Schwein gerade. So. Ja, sind auch nicht viel besser. So, andere Taktik. Ich habe keinen Bock, dass der Look direkt drauf geht. Alles nach Skript. Ja. Aber wirklich, beiden Matches oder alle 3 Matches, die ich jetzt gemacht habe, und das eine habe ich abgebrochen mit drin, die waren alle nach dem gleichen Muster, lustigerweise. So, ich habe jetzt Shingsho direkt aufs Feld gerufen. Und natürlich bekomme ich jetzt keine Hydro-Dinger, ist klar. Ich meine, zumindest darf der Spieler am Anfang, aber das ist auch nicht so der große Vorteil eigentlich. Gut. Erstmal Ellen aufs Feld. Lim aufs Feld. Bringt mir nichts, weil ich keine davon habe. Weil ich kann das machen. Und was kann ich noch machen? Ich kann erstmal Damage bekommen ohne Ende. Und da ich Eleanor gerufen habe, kann ich jetzt das machen. Fuck you, Sino. Nächste Runde kann ich bursten, wenn ich genug Dinge habe. Das ist die ganze Fläche. Der hat gerade eben schon andauernd diesen Skill nutzen können. Der kriegt immer die gleichen Sachen. Das ist echt geskriptet, was der bekommt. Fuck das Game. Warum auch fair spielen? Wenn man auch einfach dem Gegner skripten lassen kann, was er bekommt. Und er hat wieder auf Bandit gewechselt. Das hat er gerade auch schon die ganze Zeit gemacht. Fuck das Card Game. Also nebenbei, ich kann auch mal wieder... Ich kann die Alerts wieder aktivieren, weil ich habe jetzt die Event-Quest ja durch. So, Hydros. Das ist gut, die kommen weg. Wow. Keinen einzigen Hydro-Würfel. Umbringen werde ich keinen auf die Art und Weise. Egal, fress das Ding erstmal. Ja, da wäre ich jetzt tot gewesen unter normalen Bedingungen. Frage ist, will ich angreifen? Das macht ihm 4 Damage. Ich kann aber auch auf Diluc wechseln, dann halte ich ihn zumindest. Wenn ich auf Diluc wechsle, dann könnte ich Pyro 3 plus das sind 6 Damage. Ist prinzipiell mehr. Aber er bekommt Damage. Oder ich wechsle auf Bennett, der kann das gleiche machen. Bennett. So. Ja, das wäre jetzt nämlich dann Dingens gewesen. Kann ich Pyro irgendwie nutzen? Ich muss eine Karte loswerden. Die brauche ich sowieso nicht. Kann's weg. Dann 5 Damage erstmal. So. Gut. Gut. Ich habe einen Würfel. Das bringt mir nicht viel. Die Karte habe ich noch. Warte, wenn ich die spiele könnte... Wie viel Damage würde ich machen? Ich würde ihn finishen. Ach, ich habe noch einen Würfel. Scheiße. Okay. Squirglass bringt mir auch nichts. Kann ich auch nicht nutzen. Ich habe nur einen Würfel. Ja, komm, dann kriegt den Würfel halt Lippen als Passive. So. Ich darf nicht anfangen gleich, oder? Ich glaube, ich habe länger angegriffen.
Ja, jetzt krieg ich die ganzen Hydro-Dinger. Ist klar, leck mich doch, Spiel. Jetzt, wo ich Xingqiu runter hab vom Feld. Was für eine Verarsche. This ends now. Wechselt der eine oder was? Das ist Kacke. Jetzt kann ich nicht mehr finishen. So, erstmal das. Boah. Ja, Elemental Tuning. 2. Ich muss 3 Karten opfern. Und das geht's nicht. Jetzt kann ich den Burst nicht nutzen. Die will ich halten, die muss ich auch halten. Egal. So. Macht nur 2 Damage, aber ich nutze den. So, jetzt hat er angegriffen. Auch einen Würfel mehr. Fuck this. Kosten ein weniger. Warte. Kosten ein weniger. Ich könnte Bandit vom Feld hauen jetzt. Komm. Mach ich. Bandit. Fress das Ding. Nein, ich bin blöd. Ich habe vergessen das Ding auch. Ich denke mal, das Ding kostet nichts, aber es kostet ja auch was. Ist ja jetzt vollkommen wasted. Scheiße. Scheiße. Fuck. Ich habe gedacht, ich hätte jetzt den genutzt. Ich wollte den reinwechseln und das dann. Oh, shit. Fuck. Fuck. Shit. Jetzt verkacke ich doch schon wieder jetzt. Mein Deck ist auch beschissen, davon mal abgesehen, aber ich habe auch keinen Bock auf das ganze Minispiel zu farmen. Ich kann hier nichts machen. Ich kann wieder ich habe eine Karte verschwendet und einen Würfel. Okay, zumindest bin ich in der Runde jetzt als erster dran. Mit den Würfeln. So, okay, gut. So kann man zumindest einigermaßen was anfangen. So, und jetzt kriege ich noch einen extra Würfel. Okay, weg mit Bennett. Weg mit ihm. Weg mit diesem Schmutz. Good judgment call. Oh nein, der burstet jetzt mich weg, oder? Und beim Burst kann ich nicht überleben, weil ich habe Pyro drauf. Fuck. Your sins weigh upon your soul. This is just my... Das ist blöd, ich wollte mich nämlich den hier nicht aufs Feld holen. Eigentlich. Aber warte mal, wenn ich das jetzt mache. Doch, mache ich. Was ist das? Ja. Bin zwar weg mit dem. Aber ich habe meinen vollen Dialog jetzt noch. Oh nein, der hätte sich hängen können. Scheiße. Oh, warte mal. Das klingt gut nach was. Ich krieg einen Würfel und ich krieg den. So. 7 Damage. 6 Damage. Damit kann ich zweimal angreifen, dann ist er nämlich weg. In der Theorie. Ja. Okay. War klar, dass er jetzt austauscht, weil er das Sun nicht verlieren will.
Mir egal, ich kann nämlich jetzt nochmal angreifen. Passend. Jetzt hat sie Hydro drauf. Nächste Runde kann ich dann die finishen, wenn ich anfange. Aber ich glaube, er fängt an. Fuck. Kriege ich irgendwoher 2 Würfel ohne irgendwas? Nö. Ich habe einen Full Life Sino ohne Element drauf. Das ist praktisch und die sind beide relativ low. Und ich kann eigentlich alle Karten jetzt immer in Pyro umwandeln. Bin auch immer ja. Ja gut, ich habe meine Burstinger voll, aber die brauche ich ja nicht. Oh mein Gott. Könnte es sein, dass ich es hinbekomme. Habe ich jetzt genug Lack gehabt? Na. Ja, nur 2 Damage, das ist mir egal. Es kostet mich alle. Das killt dich nicht. Das killt dich. Oh, fuck it. Ich glaube nur sicher wenig Damage. So. You have spirit. Ja, ja. Jetzt muss ich 2 Karten gleich umwandeln. Ja, 2 Karten umwandeln. Ne, eine sogar nur. Hä? Elemental Tuning. Und fuck you, Sino. Death. A new cycle begins. A righteous response, what? A well-deserved victory. Naja, nicht wirklich. Achievements. Cost a total of 1 fundamental directions in victorious matches. Aha. Okay. Gut. 2 Stunden 11. Da ich jetzt hier auch keinen weiteren NPC mehr sehe, mit dem ich reden könnte, nach dem Event. Ich muss nicht in der Stadt jetzt hier direkt. Ja, hier oben nochmal gucken. Nö. Würde ich sagen, ich mache zumindest jetzt für die Aufnahmen einen Cut. Wobei, jetzt haben wir haben 20:53 Uhr. Ich wollte bis maximal 10. Wahrscheinlich eher 8:45, so wie gestern. Das hätten wir jetzt. Jetzt ist die Frage. Will ich jetzt weiter Genshin noch spielen? Noch eine halbe Stunde, 3/4 Stunden in der Wüste rumrennen und einfach nur labern? Könnte ich machen. Die Minispiele kann ich morgen dann machen. Oder eigentlich übermorgen erst, wenn sie auch vollständig sind. Die restlichen. Gut, dann würde ich sagen, für die Aufnahme, die ich an sich habe, sage ich hier ciao und bis dann. Und ja, Stream gucke ich jetzt gleich weiter. Mal schauen. Wait. Huh? No. Whatever. Ja, Archiven. Danke für den Kommentar.